Willkommen zurück zu Shadow Hearts. Wir haben Roger Bacon befreit aus dem Gefängnis und sollen jetzt zurück nach Cannes, weil das der naheliegendste Ort ist von der Insel. Bevor wir das machen, ich wollte eigentlich trainieren gehen, weil hier noch Joachim braucht zum Beispiel nur noch ein paar hundert Erfahrungspunkte, aber wir können natürlich jetzt nicht mehr trainieren, weil wir erstmal nach Cannes müssen. So konnte ich offscreen nichts machen. Ist aber nicht so schlimm, denn andererseits sind wir natürlich auch stark genug, weil der Kampf gerade war ja nicht so schwer gegen Lenny. Ja, jetzt wollte ich, achso, ich wollte ihm noch ein paar Seelen verteilen, wenn wir einmal dabei sind. Erstmal jede Fusion auf 3. Dann wollte ich noch die Ausrüstung wieder verändern, dass ich die Spiegelarmbänder wieder abnehme. Okay, die Windfusion so oft eingesetzt, aber eigentlich gar nicht so stark, mir gar nicht aufgefallen. Ich die sträflich vernachlässigt habe in letzter Zeit. Den Wassergeist eigentlich nicht brauche, weil ich genug Wassermagier habe. Ja, was soll's. So. Dann nimmst du lieber die Taschenuhr. Dann nimmst du lieber Leonardos Bär. Weiß ja nie, was mal kommt. So, auch nach Cannes. A number of secret societies were born at the turn of the 20th century. Many of them were derived from the Jesuits or the Rosicrucians. Among them, Sapientes Gladio was one of the most interesting. At first, they worshipped the Lord humbly and worked for equality. They valued each other's opinions and were an extremely idealistic group. They broke down barriers between races, and just when it looked like they would extend their influence, it happened. With the appearance of one man, the activities of Sapientes Gladio were perverted into something else. The man who became the new leader pushed his own elitist agenda, so that only those who could prove their superiority could join the group. They sent the message that, in the name of their secret society's ideals, they would do whatever was necessary. So they're terrorists. Exactly right. Sapientes Gladio, as they are now, is nothing more than a group of dangerous terrorists. If we don't stop them, something terrible will happen. But why you, Roger? Why was Sapientes Gladio hunting for you? Good question. They wanted 3 things: my life, the emigre manuscript, and... And what? I think it would be better if I showed you that. Okay. Wir haben einen Hinweis auf den eventuellen Boss bekommen von Sapientes Gladio. Wir wissen, dass sie jetzt Terroristen sind. Und Roger Bacon hat so ein leichtes Jammern immer in seiner Stimme. Gibt nicht viele Kunden, ob die Bar jetzt hier wirklich schließt, jetzt wo ich endlich so, das hast du schon mal erzählt. Wir müssen so schnell wie möglich zu mir nach Hause. Ihr habt ihn halt mal gerettet, aber ich wollte nicht schreien, aber wer in Gottes Namen seid ihr Typen?
Hey, ist hier etwa der Schatz? Was? Ihr habt ihn gefunden? Oh Mann, das glaube ich einfach nicht. Wie konnte ich mich bloß schlagen? Los, spielen wir noch einmal. Die Regeln bleiben dieselben wie vorher. Ihr findet den Schatz, ihr gewinnt. Wenn nicht, dann gewinne ich. Okay. Obwohl es mir ehrlich gesagt egal ist, wer von uns beiden gewinnt. Ja? Wir haben nichts zu verlieren. Das ist natürlich unsere Ehre und unseren Stolz, aber den haben wir sowieso schon nicht mehr. Sieht derzeit aus? 69% perfekt, also fast 70%. Sieht ja gut aus. Combo-Magie. So, ja, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte im Inventar gucken. Ich überlege, wo ich das finde, aber das stand ja hier im Inventar. Okay, rückwärts denken. Fangen wir mal ganz unten an. Hinter der Säule mit Blick auf die Stadt mit Steinhäusern und einem wunderschönen Sonnenuntergang. Okay. Wir müssten noch einen haben, So, ich habe keine Karte mehr, gut, dann nicht. Erstmal her, was du hast. Was ich noch bekommen, so ein Banditenohrring. Preisgeld 20% höher. Klingt ja ganz gut. So, kann ich das eigentlich gleich verhökern? Was ich gerade abgelegt habe. Preisaufschlag. Wieder alle Kunst. Eieiei. Dennoch ein paar Punkte bekommen. Ich dachte, man verliert Punkte, wenn man es nicht schafft, aber zum Glück nicht. So, unser nächstes Ziel ist Wales. Diesmal nicht die Nemeton-Ruinen, sondern einfach nur das Haus von Roger Bacon. Schauen wir mal, was das dritte ist, neben dem Manuscript und seinem Leben, was Sapientis Gladius unbedingt haben will. Achtet mal auf die Mauerkrone, eine Geheimtür wird sich öffnen. Ja. Yeah.
mal nach oben. Oder nach unten? Nach unten. Was sind wir denn hier? Was hast du denn im Keller? Auch nicht keine Leichen? Was zum Teufel? Ist es das, wonach sie suchen? Yo. Sieht nach einem gewöhnlichen Luftschiff aus, aber dieses Baby hat eine Menge Saft im Hintern. Was willst du damit sagen? Der Motor. Diese Maschine hat wunderbare Kräfte wegen des Kernfusionsmotors mit schwerem Wasser, den ich eingebaut habe. Ja, das ist damals, es stand Erster Weltkrieg, wirklich sehr, sehr fortschrittlich. Schweres Wasser und Kernfusion. Was zum Teufel ist das? Man braucht nur einen Eimer voll Wasser und es liegt schon 3000 Kilometer weit. Es kann sogar vertikal landen und abheben. Was meinst du mit was ist denn für eine Reaktion? Es ist wunderbar. Oh ja, sehr. Zum Teufel mit euch. Ihr habt doch keine Ahnung von den Tiefen der Wissenschaft. Fliegen wir jetzt einfach los, oder was? By the way, Sir Roger, you do know where Nikolai is going, don't you? Of course I do. Where? To where the leader of Sapientes Gladio is. He's headed for Petrograd, Russia. Russia? Correct. Okay, it's almost time for liftoff. Hold on tight, everyone. Bacon jet liftoff. Bacon jet? Is this thing safe? Don't talk to me right now. Okay, that's better. That was one of my smoothest takeoffs. So who is this leader anyway? What's he really after? His name is Grigory Rasputin, and his goal is to take over the Russian Empire. Okay, Sapientes Gladio, Anführer, der böse Russe. Schauen wir mal, was in Zeiten des Ersten Weltkrieges abgeht. Petrograd ist St. Petersburg. Rasputin gab es, glaube ich, auch in der Realität. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Das war, glaube ich, so ein Magier. Das werde ich mal googeln. Das ist doch ganz relativ interessant, wie ich finde. Also Rasputin gab es auch, das weiß ich. Hat nichts mit Putin zu tun, dem derzeitigen russischen Präsidenten. Grigori Rasputin, genau. Ein russischer Wanderprediger, dem Erfolge als Geistheiler nachgesagt werden. Genau, und der Rasputin hier sieht genauso aus wie der. Also es ist genau, er soll denselben Mann darstellen. Ja. Und genau, er hatte auch das Ziel, den Zaren zu stürzen. Wurde dann aber vom Zaren selbst ermordet. Gut. Ein bisschen Hintergrundwissen gebracht. Und dann nach Russland. Heißt das jetzige Kapitel. Dann sage ich mal, und dann nach Russland. Lord Rasputin, you're still here. I'm sorry. I guess I overslept. Well, you had quite a workout. But no worry. It's not yet noon. Yes? What is it? I have a message from Her Majesty, Empress Alexandra. Is it about tonight's ball?
Yes. It begins at nightfall. Her Majesty requests that you arrive in the hall before then. Unfortunately, I will not be attending. I must be at church this evening. But Her Majesty... Tell her that I will see her tomorrow. Yes, my lord. My, straight out of bed and already an invitation to the Royal Ball. Well, now, since you healed the prince, the Empress has come to rely on you. She wants to spend some more time with you. More work to gain the Emperor's trust, eh? You won't have to toil much longer. Am I right? Yes, it's time. Time to take the stage as the man who ended the 300-year-old Romanov dynasty. The world will be changed forever. Veronica, the Godslayer will come here eventually. Be on your guard. Yes, sir. One more thing. Keep a close watch on Nikolai. It seems he's having secret negotiations with the Japanese envoy. Now go. The fool. He can't forget his puny revenge. Schon seht, Rasputin untereinander Zwietracht. Oder die sind sich alle nicht einig. Wir haben gesehen, Rasputin, der Anführer von Sapientis Gladio, oder so, uns wird er zumindest als Anführer verkauft. Mit seiner Geliebten oder Mätresse Veronica. Nikolai ist auch noch mit im Bunde. Lenny hat sich hier beim letzten Mal verabschiedet. Kann nicht teilnehmen, muss heute Abend in der Kirche sein. Aber Ihre Majestät, sage ihr, ich würde Sie morgen aufsuchen. Ja, mein Herr. Ich kann nicht hören, was Sie sagen. Sie waren so laut gestern Nacht. Was ist nun mit all dem Flüstern? Wow, das war knapp. Aber boah, sie läuft hier rum, als wäre es ihr eigenes Zuhause. Sieht so aus, als käme er heute Abend nicht zum Ball. Er hat bestimmt nichts Gutes sonst vor. Oh, ich weiß. Wenn ich eine Art Beweis bekommen kann, wie Rasputin wirklich ist, kann ich ihn meinem Vater zeigen. Dann weiß er die Wahrheit. Warte nur, deine dreckigen Hände grapschen nicht nach Väterchen Russland. Ich glaube, ich sollte besser zuerst Evan fragen, was er dazu meint. Und wir steuern Anastasia. Prinzessin Anastasia, die Tochter des Zaren. 4. Prinzessin der Romanov-Dynastie. Ihr niedliches Aussehen versteckt eine teuflische Persönlichkeit. Will um jeden Preis Russland retten. Element Wasser. Na, dann gucken wir mal. Hier findet gerade ein diplomatisches Treffen statt, zu dem nicht mal ihr eingelassen werdet, Prinzessin. Große Halle wird für den Ball vorbereitet, Prinzessin. Keine Zeit, noch einen Imbiss zu holen. Hier sind eine Reihe von wichtigen Gästen des Staates versammelt. Haltet euch ruhig, Prinzessin.
Oh, Prinzessin, mein Michael, mein Verlobter, hat auf dem Schlachtfeld Giftgas eingeatmet. Die Leute hier im Palast scheinen noch nicht einmal zu wissen, dass im Rest der Welt Krieg herrscht. Ich höre jeden Tag die Lageberichte von der Front, aber es sind immer nur schlechte Nachrichten. Fürst Rasputin sagt, er gibt die Informationen an den Zaren weiter. Aber bekommt er wirklich die volle Wahrheit? Russland ist ja im Ersten Weltkrieg 1917 ausgestiegen durch die Oktober- oder Februarrevolution, ich verwechsel das immer. Die USA sind 1917 eingestiegen und dadurch hat sich dann der Erste Weltkrieg entschieden. Der östliche Flur ist frei, oh Prinzessin, östlicher Gang frei zum Imbissklau. Das Tischtuch wechseln, den Kerzenständer aus, die Kerzenständer auswechseln. Wie können die nur jede Nacht ein extravagantes Fest feiern, wenn draußen Krieg ist? Prinzessin Anastasia, ich grüße euch. Hoheit, hat der Armreif, den ihr neulich erstandet, euer Gefallen gefunden? Auch wenn Krieg herrscht, leidet mein Geschäft nicht unter Knappheit. Wenn ihr etwas anderes benötigt, sagt es nur. Aber ihr müsst natürlich verstehen, dass in diesen Zeiten die Kosten etwas gestiegen sind. Verkaufst du uns jetzt doch nichts? Schade. Stimmt, Anastasia war auch noch ein Charakter, den wir bekommen, schon ich vergessen. Anastasia ist cool. Prinzessin, ihr sollt nicht mehr aus dem Schloss schleichen. Ich kriege da nur Ärger. Ich kann euch nicht den nördlichen Gang lassen. Ich habe Anweisungen, euch von den Statuen fernzuhalten. Alles ruhig im westlichen Palast vor Prinzessin. Westlicher Gang muss sofort gesichert werden. Da oben geht's ja dann weiter. Zarin Alexandra. Hast du wieder getrödelt, Anastasia? Geh in dein Zimmer, lerne gefälligst. Der Zar inspiziert die Front, also können wir wenigstens hier in der Heimat unsere Pflichten erfüllen. Ich möchte, dass du genauestens den Anweisungen Fürst Rasputins gehorchst und dich wie eine Prinzessin verhältst. Schwester, was willst du heute spielen? Ein bisschen verstecken? Ja. Bitte um Vergebung, Herr Hoheit. Es wird ein wenig länger dauern, diesen Raum zu säubern. Die Herrscherin-Karte. Ich gebe mal so einen Zwischenstand, also 60 Seiten ist meine Komplettlösung. Und jetzt auf Seite 22. Für den jetzt interessiert. Oh, Powerangriff runter, das ist ganz gut. Sie ist eher die Magierin. Jetzt gehen wir mit Evan reden. Ah, Prinzessin Anastasia. Seid ihr gekommen, meinen Imbiss zu stehlen? Was? Ihr wollt was über Fürst Rasputin hören? Seine Heiligkeit wird heute Abend nicht zum Ball gehen. Er sagte, er würde in die Kirche in der Stadt gehen. Die Kirche in der Stadt? Das kommt mir irgendwie spanisch vor. Sagt ihr dir etwas, Eure Hoheit? Nein, nein, nichts. Ich sollte wohl besser in mein Zimmer gehen und Pläne schmieden. Dann geh mal. Unser Zimmer ist, glaube ich, das, wo der Speicherpunkt ist, wo unsere eigene Gehilfin ist. Aber unsere Mutter ist ja das Zimmer der Mutter oder vielleicht von dem Bruder. Heute Abend bekomme ich meine Chance. Zuerst aber in die Stadt und dieses kleine Etwas von Edgar holen. Und bis zum Einbruch der Nacht schlafen. Ja. Kleine Mädchen sollten theoretisch nicht in der Nacht rumlaufen. Ich hörte, die Prinzessin schläft. Wir sollten auf unsere Posten zurück.
Die wollten wohl dann nicht, die wollten uns wohl daran hindern, abzuhauen. Endlich, ich muss unbedingt das kleine Etwas haben. Is it ready yet, Edgar? Almost, Your Highness. I just need to test it out now. What did you want something like this for all of a sudden? Are you trying to stir up some kind of mischief? Of course not. I'm working for the benefit of Mother Russia, that's all. You mustn't make the Tsar and the Tsarina worry about you, know. It's fine. My mother is so busy with Alexei that she never even thinks about me. Not that talk again. Your Highness, it's finished. Whoopee! Thanks, Edgar! Promise me something. You must always use the mystic egg and the camera for the cause of good. Of course, I promise. Oh, and one more thing, Your Highness. Stay away from Prince Yusupov. That mad monk has been keeping a close watch on him. Oh, Excuse me. excuse me, madame. Welcome to my shop. My watch hasn't been working well. That's a rare one. Made in Japan, eh? Just a minute. Are you a Japanese gentleman, then? Yes, I'm on a diplomatic tour of Europe. This is my first time here. It's lovely. Yeah, spring is short but sweet here. Speaking of springs, yours was worn out. I've just replaced it. I'm grateful. The war has turned brutal lately. Everyone is worried about the future. Do you think it will continue long? Looks that way. At first, we all thought it would be over by Christmas. So, wir sind Weihnachten. Ich denke mal, weil Russland 1917 aus dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden ist, im Februar durch die Februarrevolution, auch das Ende der Zarenzeit, da wurde der letzte Zar hingerichtet. Denke ich mal, befinden wir uns jetzt, hat der Weihnachten 1915 gemeint, wir sind jetzt Anfang 1916. Denn ansonsten, ja gut, Rasputin ist jetzt natürlich die fiktive Gestalt, aber Rasputin wurde im Laufe des Jahres 1916 umgebracht vom Zaren. Deswegen denke ich mal, sind wir jetzt Anfang 1916. Also hier wird er nicht vom Zaren umgebracht, das ist halt die Geschichte, aber wir befinden uns ja jetzt hier. Der Zar hieß, und das sage ich jetzt nicht ohne Ironie, Nikolai. Das hat nichts mit der Story hier zu tun. Nicht, dass ich denke, ich spoilere. Der Zar hieß halt Nikolai, der ihn damals umgebracht hat. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist hier genauso, das ist hier nicht so. Aber vielleicht nicht so. Nur der Vollständigkeit halber. Ja, und seine... Und Anastasia ist die Tochter, Alexei ist der Sohn. Und wahrscheinlich ist die Mutter von Anastasia so sehr auf den Sohn fixiert, weil er vielleicht der legitime Nachfolger des Zaren werden könnte. Und weil es halt vorwiegend Männer wurden.
Weiß ich nicht, aber das könnte zumindest der Grund sein, warum die sich so ein bisschen feindselig sind. So, Anastasia ist wie bei Johnny in From the New World die Fototante. Sie fotografiert jeden Gegner, kann dadurch Fähigkeiten lernen und wenn wir alle Gegner fotografiert haben, gibt es am Ende schöne Goodies. Feinde können damit auch beschworen werden. Rasputin hat gesagt, er muss heute Abend ausgehen. Ich gehe besser so lange durch die Stadt. Lokato ist dann wahrscheinlich der von der japanischen Föderation, der mit Nikolai verhandelt, was ja Rasputin nicht so gefällt. Wer weiß, was diese sich zu sagen haben. Ich muss patrouillieren, hier geht es aus der Stadt heraus. Brr, ist das kalt heute, wo es schon so warm war für eine kleine Weile. Es ist so, als ob der Winter zurück wäre. Während wir das hier machen, sind die andere Truppe auf dem Weg hierher mit dem Luftschiff. Ich habe das Kleine etwas abgeholt. Jetzt ist es an der Zeit, in Petrograd auf Streife zu gehen. Ich wusste doch, dass er nicht in die Kirche geht, wie er gesagt hat. Ich habe mitten in der Stadt jemanden aus dem Palast gehen sehen. Ich bin ziemlich sicher, es war Rasputin. Dieser treulose, korrupte Mönch. Was in der Welt hat er vor? Ja. Aber wenn man so eine geile Nacht machen sollte, ist nach Hause zu gehen, Wodka zu trinken und ins Bett zu fallen. Have the preparations been completed? Yes, sir. All's well. The stalemate on the front line means practically no security in the city. The victory reception is upon us. You have one chance to kill him. You must not miss. Yes, sir. Huh? I can't quite hear it all. Victory reception? One chance? There's only one thing to do. What was that? Well, well, Princess Anastasia, you're alone in a most unseemly place. I suppose so, Lord Rasputin. You're different than your sisters. Very curious and brave. But children like that often die young. I heard. You're planning something for the victory reception. Oh, so you overheard me, did you? It's unfortunate to snuff out a young life, but you have nothing to fear, my dear. Your family will follow soon afterwards. What did you say? Shout as much as you like. No one will come to help you. Kill her. Ich muss zu Edgars Laden.
Tapfere Yuri eilt zur Hilfe. Mit Anastasia ohne Joachim. Gegen als Pendulum, schwach gegen Feuer. Verteidigt mal. Ich will nämlich erstmal fotografieren. Ja, wir sind noch im Zeitalter vor Johnny. Die Kamera nicht in der Hand gehalten, sondern aufgebaut auf dem Stativ. Sehen wir, wie viel Leben er noch genau hat, nämlich 202, also wir können gleichzeitig analysieren. Ich weiß nicht, ob wir auch mehrere Fotos machen müssen wie Johnny damals. Bist du okay? Ja, ist schon in Ordnung. Oh, I'm so glad you're safe. Thank God. Thank God. Oh, come on now. Don't make such a big deal about it. What do you mean, big deal? If these folks hadn't helped you, you would have been... I know. I'm grateful already. What's this? It is a gift. Please take it. Huh. Excuse me, miss. If I may, young lady, there's a much more important question than that. Why was that monster trying to kill you anyway? A royal princess's personal business is none of the affair of peasants. Let's just say that in this great big world, there are those who choose to align themselves with the forces of good and battle against the dark forces of evil. Please, forgive her. She's always liked to daydream. Don't take her seriously. I'm not daydreaming anything! Well, my dear, it's probably nothing. Nothing to get too worried about. But that monster that attacked you looked a lot like a creature we fought. It was summoned by black magic. A powerful wizard, am I right? Do you know how to use magic too, like Rasputin? Rasputin? Why did you all shout like that? Please say it isn't true! You're not working with that dirty old man! You know Rasputin? Yes, I know him. Everybody says that. Because of him, my father's government has been completely ruined. Your father's government? Ruined? That's right. Excuse me. Does that mean that you are... She is Princess Anastasia Romanov. Aww.
ein kleines Kind, was sich wie eine Prinzessin schon aufführt in der Gruppe. Wollt ihr sagen, dass ihr ganz alleine Rasputin nachspioniert habt? Wegen diesem Mädchen bekomme ich noch einen Herzanfall. Ich kann nicht zulassen, dass Rasputin mit dem wegkommt, was er macht. Er wird die Ehre meines Vaters beflecken. Wir verstehen eure Gründe, aber riskiert ihr nicht etwas viel? Wenn ihr zurückgeht und der Zarin Rasputins Pläne aufdeckt, wird sie auf euch hören, oder? Nein, meine Mutter glaubt nie, was ich sage. Na, Prinzessin. Aber wenn Rasputin so viel Kontrolle über den Palast hat, ist das Leben von Prinzessin Anastasia in Gefahr. Rasputin plant irgendwas für den Siegesempfang, oder? Ganz genau, ich glaube jedenfalls, dass er das gesagt hat. Was ist dieser Siegesempfang? Seine Majestät Nikolaus II., Zar von... Ach, nicht Nikolai II., sondern Nikolaus II. War das, der Rasputin umgebracht hat, ja. Zar von Russland, befindet sich gerade an der Front, kommt aber bald nach Petrograd zurück. Die Siegesfeier ist eine Feier zum Anlass seiner Rückkehr. Was haltet ihr davon, wenn wir eure Leibwächter sind, bis euer Vater zurück ist? Eine sehr gute Idee. Ich glaub's ja nicht, dass sie dir eingefallen ist. Schnauze. Roger und ich können ihre Lehrer sein. Juri und Joachim ihre Diener. Lucia eine wandernde Wahrsagerin. Und Blanca ein neues Schoßhündchen. So können wir Prinzessin Anastasia bewachen und ohne Probleme in die Einsiedelei kommen. Klingt nach einer guten Idee, aber glaubt ihr wirklich, sie funktioniert? Stimmt, keine Ahnung. Ihr seht ja alle ganz schön verdächtig aus. Genauso wie du. Ich hab's, ihr kommt alle mit mir. Ich kann euch Zutritt zum Winterpalast beschaffen. Dann haben wir unsere Truppe, die wir zusammenstellen können. Ein paar Powerverteidigung runter. Ein Spezialangriff nach unten. Angepasst. Anastasia ist jetzt Pflicht in der Gruppe. Ja, bleibt Blanca ein bisschen draußen. Die hat im letzten Gebiet St. Margret-Insel ein bisschen mehr mitmachen dürfen. Sie lernt von den Gegnern, indem sie fotografiert, ein paar Fähigkeiten. Ich mache der Zarin meine Aufwartung. Bitte so gut benehmen, wie ihr könnt. Danke für die Bewachung der Prinzessin. So. Ist jetzt eigentlich immer noch Nacht? Ja. Schon haben wir wieder Geld. Anastasias Zaubern haben wir hier vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Platz. Hier haben wir nur 2, ist zu wenig. Ist auch zu wenig. Drei, 6, 8. Wir brauchen 8, haben wir noch nicht. Dann machen wir es mal nicht weiter. Bringt ja dann nichts, wenn wir davon noch nicht genug haben. Sie kann jetzt hier Bogenzauber. Das ist schon mal ganz geil. Ganzen Vorteilsdinger, ja, bin ich kein Freund von.
Nochmal speichern. Keine Zeit, ich habe endlich was zu beißen gefunden und bringe es zu Hause nach zu meiner Familie. Mit dann Neva dazwischen liegt die Einsiedelei im Süden und die Petra Pavlovs Festung im Norden. Dieses Petrograd hieß bis letztes Jahr St. Petersburg, weißt du? Das ist eine herrliche Stadt im Norden, Sitz der Romanow-Dynastie. Aber jetzt ein turbulentes Fleckchen Erde. Schade. Ich habe gerade ein Monster gesehen und ich habe noch nie mal getrunken. Ich gehe lieber nach Hause und ins Bett. Da vor dem Eisentor geht eine ungemütlich warme Brise. Was Putin da wohl gemacht hat, wissen wir noch nicht. Okay, hier geht es nicht zum Winterpalast. Schade. Ich lege jetzt wirklich an Jahren zu. Muss Schicksal sein, dass ich sie treffe. Sie sollen das haben, Junge. Nibelungsszene 5. Extra Bullenvogel-Power. Ach. Bevor wir jetzt weitergehen, mir ist ja gerade aufgefallen, hier oben war ja der Speicherpunkt. Dann machen wir jetzt Schluss. Beim nächsten Mal gucken wir mal, wie es hier in Petrograd weitergeht. Ob wir Rasputin stoppen können, was er überhaupt vorhat. Ob er wirklich den Zaren umbringen will in seine Familie. Scheint ja so. Oder ob das nur eine Finte ist. Gucken wir nochmal nach einer Fusion. Wir haben 56. Reicht das vielleicht noch für irgendeinen? Nee. Reicht nicht. Gut. Dann war's das. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ciao.